Liebe Schachfreunde, heute schauen wir uns eine der spannendsten Partien von Michael Tal, dem Zauberer von Riga, an. Tal wurde am 9. November 1936 in Riga geboren. Tals Aufstieg im Schach war schnell. 1957 gewann er die USSR-Meisterschaft und wurde Großmeister. Ein Jahr später gewann er das Turnier in Zürich und belegte bei der sowjetischen Meisterschaft den zweiten Platz. Schon 1960 wurde Tal der jüngste Schachweltmeister. Ein Jahr später verlor er den Titel in einer Revanche gegen Botvinnik. Gleichzeitig begannen seine gesundheitlichen Probleme. Trotzdem blieb Tal ein starker Spieler und hatte weiterhin Erfolg bei den Turnieren und Olympiaden. Im Jahr 1972 begann Tal eine Serie von 83 ungeschlagenen Partien und gewann mehrere Turniere, darunter die Schacholympiade und die USSR-Meisterschaft. Doch seine gesundheitlichen Probleme blieben ein ständiges Problem. Tal starb 1992 in Moskau an einer Nierenerkrankung. Er blieb in der Schachwelt als einer der größten, kreativsten Spieler in Erinnerung. Ein Mann, der das Schachspiel mit seinem mutigen Stil verändert hat. Ich werde euch zeigen die Partie Tal gegen István Bilek. Bilek war ein ungarischer Großmeister. Die Partie wurde gespielt in Amsterdam im Jahr 1964. Tal hat begonnen mit E4, C5, sizilianische Verteidigung, Springer F3, D6, D4 schlägt, Springer schlägt D4, Springer F6, Springer C3 und A6. Jetzt haben wir die Najdorf-Variante, was heutzutage auch sehr populär ist. Die besten Spieler spielen das immer noch, weil es in dem Fall Schwarz hat sehr viele Optionen, also es gibt sehr viele gute Varianten und genauso für Weiß. Ja. Schon in der Stellung hat Weiß eine große Anzahl von Möglichkeiten, vor allem man kann Läufer E2 spielen, Läufer C4, was der Fischer zum Beispiel immer bevorzugt hat, Läufer E3, F3, zum Beispiel auch Züge wie A4, was heutzutage auch sehr populär ist, der Zug H3 mit der Idee dann später G4 oder Turm G1 sofort mit der Idee G4, aber der Tal spielte Läufer G5, was eine von der schärfsten Varianten ist und da gibt es extrem viel Theorie. Schwarz normalerweise spielt E6 sofort, aber der Bilek hat Springer BD7 gespielt. Tal spielte Läufer C4 und in der Stellung kann man immer noch E6 spielen. Dann kommt man sozusagen in die Hauptvariante. Aber der Bilek hat entschieden, H6 zu spielen, mit dem Motto, ja, dass der Weiße entscheidet, was er mit seinem Läufer macht. Und Tal nimmt auf F6. Also normalerweise, wir wollen nicht so leicht den Läufer für den Springer abtauschen, besonders nicht in den Stellungen, wo das Zentrum relativ offen ist. Aber ja, der Punkt von Weiß war also, ich gebe dir den Läufer für den Springer, aber dafür sind meine Figuren sehr schnell entwickelt. Das heißt, Weiß hat schon 3 Figuren im Spiel, wie wir sehen, und Schwarz hat nur eine. Weiß hat auch noch einen Bauern auf E4 und bald kommt auch noch die Rochade. Weiß könnte auch jetzt kleine Rochade spielen, aber der Tal spielt den Zug Dame E2. Solche Züge sind sehr wichtig. Also das ist ein Vorbereitungszug. Weiß räumt das Feld D1, um Rochade zu machen und bereitet E5 vor. Noch die Dame E2 hat diese Wirkung, dass sie einfach den Läufer auf C4 präventiv deckt, falls die Dame auf C7 kommt. Schwarz spielt E6, Weiß macht große Rochade, wie gesagt Dame C7 und jetzt F4. Jetzt haben wir schon wieder eine kritische Stellung.
kritische Stellung. Also wie wir sehen, Weiß hat alle Figuren entwickelt, er hat noch Rochade gemacht, er hat den Turm ins Spiel gebracht und Weiß kontrolliert sehr gut das Zentrum. Die Frage ist, ob schwarzer Läuferpaar irgendwie diesen Entwicklungsnachteil kompensieren können. Also Weiß droht auch noch direkt E5 durchzusetzen, um die Stellung im Zentrum aufzureißen, damit die Linien aufgemacht werden. Und aus dem Grund spielte Schwarz den Zug E5. Der Zug ist aber falsch. Heutzutage spielt man in der Stellung B5, dann nach Läufer B3, hat Schwarz noch ein bisschen Zeit für sich bekommen, dann spielt man B4 und dann kommt der Zug E5. Nach Schlagen auf C3 nimmt man auf F6, CB2, ein Zwischenschach. Man schlägt natürlich nicht, sondern man geht einfach mit dem König weg, damit dieser Bauer ein Schutzschild später sein wird. Ihr könnt einfach dieses Motiv für die Zukunft merken. Wenn der Gegner keinen Springer hat, dann wird man kaum zum König kommen können, weil alles eigentlich auf der Seite zu ist. Schwarz nimmt dann auf F6, dann kommt ein schlauer Zug Dame H5, um H5 zu verhindern. Also es ist ein sehr guter Lager für die Dame und man droht auch auf E6 zu schlagen. Und man kann sagen, ja, die Stellung ist sehr komplex, sehr kompliziert. Ja, ich würde sagen, gewinnt bessere Spieler, meiner Meinung nach. Also Weiß hätte mehr Drohungen und Weiß ist viel gefährlicher in dem Fall. Aber ja, Bilek hat E5 gespielt, mit dem Motto, dass er einfach das Zentrum zumacht und lässt den Weißen nicht die Stellung aufzumachen. Aber man darf nicht vergessen, dass man gegen Tal spielt. Und der Tal findet immer aktivsten Zügen in der Stellung. Er beginnt dann mit Springer D5, greift die Dame an und will auch die Königsstellung verschlechtern. Das heißt, er zwingt den Schwarzen auf D5 zu schlagen. Und man schlägt natürlich mit den Bauern, um die Linie aufzumachen. Läufer E7. Und es schaut so aus, dass Schwarz schon alle Probleme gelöst hat. Also das heißt, nach Fe5 kommt De5. Ich werde euch bitten, jetzt kurz Pause zu machen und probiert ihr herauszufinden, was ist der nächste weiße Zug. Also ich hätte gesagt, dass in der Stellung jeder Hobbyspieler würde einfach sich überlegen, was mache ich mit dem Springer, wie kann ich den Springer einfach retten und hätte so einen Zug wie Springer B3 oder Springer F3 gespielt. Was auch noch interessant ist, dass der Computer bevorzugt den Zug Springer F3, weil nach Läufer D6 kann man schlagen auf E5. Nach Läufer E5 kommt der Zug D6, um die Deckung zu unterbrechen. Dann geht, wenn die Dame auf C5 geht, kommt Turm D5 und Weiß steht viel besser. Aber ja, also die Stellung ist eigentlich auch ausgeglichen, weil nach Springer E5 kann Schwarz einfach Rochade machen. Schwarz hat einen Bauern weniger, aber sehr gute Kompensation, weil Schwarz kommt schnell zu B5, Läufer geht auf F5 und dann bringt er die Turm entweder FC8, AB8 oder Turm AC8 und dann wird Schwarz einen ganz gefährlichen Angriff schaffen. Wie gesagt, also trotzdem der Computer würde die Variante bevorzugen für Weiß. Aber ja, der Tal hat einmal gesagt, es gibt korrekte Opfer und meine Opfer. Also seine Opfer sind immer die Opfer, die unangenehmste Züge sind. Und er hat den Zug Springer E6 gespielt. Wie gesagt, also das würde Engine nicht bevorzugen, weil in dem Fall nach Springer E6, nach Fe, Dame H5 Schach, Schwarz muss jetzt König D7 spielen, weil es eigentlich sehr, sehr schwierig ist, in eine praktische Partie zu finden. Also wer würde dann den König so hinstellen auf die offene Linie, es droht DE6, es droht D6. Also eigentlich weiß
soll in dem Fall dann D6 spielen, weil nach D schlägt E6, kommt König C6 und irgendwie kann sich der schwarze König da verstecken. Nach D6 ist die Stellung immer noch sehr, sehr unklar. Läufer schlägt D6 und jetzt kann Weiß Turm F1 spielen, Turm H-F1 spielen. Also Weiß zwingt den Schwarzen mehr oder weniger auf C4 zu schlagen und dann kommt Dame E5. Man droht auf D6 zu schlagen, man droht Turm F7 zu schlagen. Zum Beispiel nach Dame C7, Dame G7, König C6, Dame H8 und die Stellung ist sehr unklar. Wie gesagt, also damals war es sehr schwierig gegen Tal zu spielen, weil damals haben die Leute keine Engines als Hilfsmittel gehabt und das alles auszurechnen war natürlich in einer praktischen Partie sehr schwierig. Nach Springer E6 hat schon der Bilek Fehler gemacht. Er hat den Springer gar nicht genommen. Er hat in der Stellung Dame auf D6 gespielt. Warum ist eigentlich Springer E6 so ein sehr unangenehmer Zug? Weil der Gegner, oder der Schwarze in dem Fall, muss ganz, ganz genau spielen. Also nach F E6, Dame H5 muss Schwarz König D7 finden. Also wenn man zum Beispiel König F8 spielt, dann hat Weiß schon einen riesigen Vorteil, weil dann kommt D schlägt E6. Wie wir sehen, Weiß droht matt auf F7. Nach Läufer G5 Schach, geht König B1. Und jetzt ist die Frage, was macht Schwarz? Also Weiß droht einfach Turm H-F1. Der König kann nicht auf G8 gehen, weil dann kommt ein Abzugsschach von dem Läufer und dann kommt die 8 Dame. Wenn er zum Beispiel Läufer F6 spielt, dann kommt E7 Schach. Man droht wieder mit Dame H5 auf F7 matt. Das heißt, Läufer E7 geht nicht wegen matt. König E7 ist die gleiche Geschichte. Also Schwarz muss dann mit der Dame auf E7 nehmen, aber dann kommt Turm D8. Das ist einfach ein Ablenkungsmotiv, wenn die Dame nimmt, Dame F7 matt. Also wie gesagt, Schwarz sollte auf E6 mit dem Bauern schlagen und dann nach Dame H5 König D7 spielen. Was in einer praktischen Partie sehr, sehr schwierig zu finden ist. Und Schwarz hat stattdessen einfach Fehler gemacht. Dame kommt auf D6. Tal nimmt auf G7, König F8 und er spielt schon wieder Springer E6. Wenn Schwarz nimmt auf E6, dann kommt Turm F1, Turm H-F1 und nach König E8 zum Beispiel Dame H5, dann zwingt man den König auf die D-Linie, auf D7 oder D8 zu gehen und dann kommt ein sogenannten Spieß. Und Weiß gewinnt die Dame. Also wenn Schwarz nach Turm F1 König G7 spielen würde, dann kommt schon wieder DE6, Weiß droht Turm F7, Weiß droht die Dame zu schlagen. Dame G4 hängt auch in der Luft und ja, Weiß steht viel besser. Oder wir können auch sagen, dass die Stellung schaut sehr, sehr mattig aus. Deswegen spielt Bilek schon wieder zurück mit dem König auf E8 und dann kommt Turm F1, Turm H-F1. Also Weiß bringt alle Figuren ins Spiel. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man einen Angriff führt, dass man alle Figuren sozusagen zur Party einladet. Schwarz spielt Läufer G5, König B1, also wie wir sehen, also schon wieder Schlagen auf E6 hätte sich nicht gelohnt wegen Dame H5, König auf der D-Linie und dann wieder Spieß. Das heißt, Schlagen auf E6 geht nicht. Wenn man mit dem Läufer schlägt, ist ganz ähnliche Geschichte. Also Weiß nimmt auf E6 und dann droht man Turm F7, man droht Turm D7, also wenn die Dame weg von D6 geht. Also
Weiß gewinnt noch mehr Material und Schwarz hat schlechte Königsstellung. Also Läufer G5, Schach, König B1 und jetzt spielt Schwarz B5. Weiß lässt den Schwarzen auf C4 schlagen, spielt Dame H5. Also nach BC4 Dame F7 matt. Das heißt, das geht nicht. Also man muss F7 irgendwie decken und Schwarz spielt Läufer auf F4. Also wenn Schwarz deckt irgendwie mit dem Turm auf A7 oder so, dann hängt auch noch der Läufer auf G5, weil der Turm hinten gefesselt steht. Das heißt, Läufer F4 war mehr oder weniger gezwungen. Läufer B3 und jetzt kommt A5. In der Stellung gibt es mehrere Weise, um die Partie zu gewinnen. Man könnte einfach G3 zum Beispiel spielen und dann auf F7 schlagen. Aber ja, der Tal war natürlich für seinen Spielstil sehr, sehr bekannt. Er hat immer so die Varianten ausgesucht, die am schönsten waren, hätte ich gesagt, und er spielt Springer C7. Er zwingt den Schwarzen auf C7 zu schlagen, weil es Schach und Schuch ist. Und dann kommt D6. In der Stellung hat Schwarz schon aufgegeben. Also wenn man mit der Dame wegzieht, also was auch noch die Idee von D6 ist, man greift die Dame an und der Läufer ist schon wieder geöffnet. Man droht auf F7, dann schlagen und eventuell matt setzen, wenn die Dame weg ist. Das heißt, Schwarz muss auf der 7. Reihe bleiben mit der Dame und nach Dame D7 kommt Turm, schlägt F4. Ein ausgezeichneter Zug. Nach Schlagen kommt Dame auf E5, Schach und der Turm geht auch noch verloren. Wenn der König auf F8 geht, ist Matt auf H8 und wenn der König auf D8 geht, dann können wir zuerst ein Zwischenschach geben, das heißt, jetzt zwingen wir den Schwarzen auf E8 gehen und dann ist wieder auf H8 matt. Danke fürs Zuschauen.